Der Erlebnispark Tripsdrill hat den Slogan „Mit Liebe gemacht“. Und das steht für den gesamten Park. Obwohl es bereits ein Detailranking zu Tripsdrill gab, kommt heute Teil 2 mit 7 weiteren Details, da es in Tripsdrill einfach so viel zu entdecken gibt. Und damit herzlich willkommen zu Theme Park Details and Stories. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal, lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Nummer 7. Der Heiratsmarkt war einer der ersten Themenbereiche in Tripsdrill. Hier dreht sich alles um das Thema Heiraten und Hochzeit. Neben Fahrattraktionen wie der Hochzeitsfahrt oder der Wiegen-Hochbahn gibt es hier auch einige lustige interaktive Animatronic-Attraktionen. So kann man sich von Dr. Eisenbart die Zukunft vorhersagen lassen, am Kindlesbrunnen dem Nachwuchs auf die Sprünge helfen oder sich auf der Leiter der hübschen Bauerstochter vorstellen. Doch Vorsicht, der Bauer selbst ist auch unterwegs. Was viele übersehen, ist, dass man auch ins Bauernhaus hineingehen kann. Hier befindet sich das Eheanbahnungsinstitut. Hier stellen sich Personen, also Animatronics, mit Hochzeitsabsichten vor, mit ganz unterschiedlichem Charakter. Alles natürlich mit einem Augenzwinkern und dem gewohnten Tripsdrill-Humor. Jetzt wird sie. Ach, Sie sind auf mein Inserat gekommen. Ich dachte schon, mein geschiedener Halunge wäre wieder mal da. Falls ihr das nicht kennt, solltet ihr es auf jeden Fall mal anschauen. Also, Probe aufs Exempel. Komm rein und sei kein Simpel. Nummer 6. Tripsdrill ist Deutschlands erster Erlebnispark. Seit 1929 mit der Eröffnung der Altweibermühle begeistern die Attraktionen alt und jung. Besonders für Tripsdrill-Fans interessant ist die Tripsdrill-Ausstellung. Ihr findet den Eingang dazu hinter dem Maibaum. Hier befinden sich unter anderem Modelle der verschiedenen Attraktionen, welche im Vorfeld angefertigt werden, bevor letztendlich die Baumaschinen anrollen.
Sehr schön zu sehen ist auch hier, dass sich Pläne im Prozess immer wieder ändern können. In diesem Modell vom Eingangsbereich ist beispielsweise nicht das Gaudi-Viertel eingeplant, sondern eine Halle auf der Schafswiese hinter dem Maibaum. Auch Hals über Kopf ist nicht zu sehen, dafür aber eine andere hohe Bahn, die hinter der Altweibermühle ihre Runden dreht. Schaut euch das Modell doch einmal genau an. Nummer 5. Die Suppentassenfahrt ist nicht mehr aus Tripsdrill wegzudenken. Sie wurde übrigens von der Firma Gerstlauer gebaut, noch bevor Gerstlauer auch nur eine Achterbahnschiene gebogen hatte. Die Suppentassen drehen sich elegant durch die Blumenbeete. Achtet aber mal auf das Dach. Jede Suppentasse hat einen eigenen Suppennamen. Brokkolisuppe, Lauchsuppe, Kartoffelsuppe und so weiter. Nummer 4. Das Gaudi-Viertel ist ein riesiges Spieleparadies direkt am Eingang von Tripsdrill. Neben der riesigen Kletteranlage gibt es hier sogar einen extra Freefall Tower für Kinder, der Murmelturm. Alles ist im XXL Spieleformat gebaut. So ist der Murmelturm eine Murmelbahn und die Zäune und Wände sind Spielfiguren, Würfeln und Bauklötzen nachempfunden. Was vielen nicht auffällt, auch der Boden ist speziell. Er hat das Original-Layout eines Mensch-ärger-dich-nicht-Spiels. Nummer 3. Der heiße Ofen war die zweite Attraktion im Bereich der Katapultachterbahn Karacho. Hier dreht sich alles um das Thema Erfindungen und um den Erfinder Karle Kolbenfresser. Der heiße Ofen ist eine karussellartige Attraktion, bei der die Besucher selbst den Ausschwung der Motorräder bestimmen können. Jedes Motorrad hat hinten ein Nummernschild und jedes Nummernschild hat tatsächlich eine Bedeutung. HNET 29 bedeutet zum Beispiel Heilbronn, Erlebnispark Tripsdrill 1929, das Eröffnungsjahr von Tripsdrill. Die weiteren Meilensteine des Parks, die hier visualisiert wurden, sind ET 50, was das Eröffnungsjahr der heutigen Altweibermühle war. ET 96 war der erste große Ausbau 1996 des Erlebnisparks und die Übernahme der Geschäftsführung in eine neue Generation. ET 13 ist das Eröffnungsjahr der Katapultachterbahn Karacho in 2013. ET 16 ist das Eröffnungsjahr des Heißen Ofen in 2016. NR 10 ist das Eröffnungsjahr des Naturresorts in 2010. Und WP 72
ist das Eröffnungsjahr des Wildparadies 1972. I'm sorry, aber ihr werdet nie mehr neben dem heißen Ofen stehen können, ohne dass euch die Nummernschilder ins Auge fallen. Nummer 2. Die Badewannenfahrt zum Jungbrunnen ist sicherlich eine der besten Wildwasserbahnen in Deutschland. Dazu trägt zu einem Großteil auch die Thematisierung der Bahn und der Boote bei. Die Boote sind als urige Badewanne gestaltet mit Dusche, Wasserhahn und Heizung. Ganz vorne an der Wanne befindet sich ein gelbes Kissen, was nicht nur das Tripsdrill-Logo trägt, sondern auch als weicher Aufprallschutz fungiert, falls die Bremse im Wasser doch für den ein oder anderen Gast unerwartet hart ausfällt. Das gelbe Kissen stellt thematisch aber auch etwas dar, nämlich einen sogenannten Drehseifenhalter. Ein Wort, was es aufgrund seiner Länge sicherlich nur in Deutschland geben kann. Ein Drehseifenhalter kam früher oftmals in öffentlichen Toiletten als Seifenspender zum Einsatz. Dabei war ein großes Stück Seife an einer Halterung an der Wand angebracht, sodass man beim Händewaschen einmal über die Seife streifen konnte. Also eine Art historischer Seifenspender. Das gelbe Kissen stellt dabei die Seife dar, die an den beiden Metallhalterungen angebracht ist. Nummer 1. Der Donnerbalken ist einer der skurrilsten Freefall-Attraktionen, die ich kenne. Das kommt vor allem durch die Gestaltung als Baumhaus und den Kippeffekt vor dem Fall. Beim Kippeffekt werden so starke Kräfte freigesetzt, dass der komplette Baum anfängt zu wackeln. Für so manchen Zuschauer sieht das immer etwas erschreckend aus. Doch auch hier gibt es verschiedene Sicherheitsvorkehrungen, dass durch das Wackeln nichts passieren kann. So sind zum Beispiel alle Äste mit Druckluft gefüllt. Sollte einmal ein Ast einen Riss aufweisen und dadurch die Druckluft entweichen, wird sofort ein Alarmsignal ausgesendet. Das waren 7 Details und versteckte Geheimnisse aus dem Erlebnispark Tripsdrill. Kennst du weitere Details? Dann lass es mich gerne wissen, per Kommentar oder persönliche Nachricht. Vielen Dank fürs Zuschauen und haltet die Augen offen.